Heute zeige ich euch 10 Immergeher-Düfte unter 40 Euro. Die Düfte funktionieren einfach immer und wir gehen rein und wir nehmen den ersten in Anschlag und das ist der Aston for Man. Ja, 18 Euro ungefähr kostet der in 118 ml und das ist ein schön moosiger, frischer, grüner Duft, der in die Richtung des alten Cool Water geht, also die Vintage-Version und Green Irish Street vor allen Dingen. Und das für 18 Euro. Richtig gut. Auch mit guter Haltbarkeit von 7 Stunden tatsächlich. Ihr könnt da mehr sprühen. Der Deckel ist Schmutz. Ehrlich, der kratzt. Der Duft ist ein schönes Teil. Es ist völlig egal, ob der Deckel dann so Schmutz ist. Aber das ist wirklich ekelhaft, dieses Kratzen. Aber ich habe auch noch ein Backup davon. Ihr müsst ab und zu mal gucken, wo ihr den bekommen könnt. Ja, den könnt ihr sogar bei Amazon kaufen. Das ist ja kein Fake hier. Der, wie gesagt, der kostet nur 18 Euro. Aston for Man. So, und der nächste ist der His Confession von Lattafa mit den nicen Flakon. Ich finde ihn nice, das ist einfach mal was anderes. Und das ist ein, ja, ich finde immer so ein bisschen, wie soll ich das sagen, der prickelt. Frischer Saubermann-Duft, richtig sauber, weiß, schon fast so seidenartig weiß, aber dazu prickelnde Brausepulver-Style, finde ich. Das klingt jetzt immer so schrecklich, ist es aber nicht, wenn wir mal richtig rummachen. Schönes Teil, bekommt ihr auch unter 40 Euro, wenn ihr richtig schaut. 100 ml, ne? Und gute 7 bis 8 Stunden Haltbarkeit. Schönes Teil. Also wenn ihr richtig schön Saubermann-Duft haben wollt, so wenn ihr auf Iris-Düfte steht, dann ist das euer Duft von Lattafa. Ein gutes Ding. Ja. Einer der schönsten von Lattafa, finde ich. Und ich habe nichts mit den Flakon. Ich finde ihn gut. So, der nächste ist der Lagerfeld Classic. Das Original Lagerfeld Classic. Ja, das ist die aktuelle, was heißt die aktuelle Version? Der ist auch schon 4 Jahre alt. Aber diese Version hier, nicht die Vintage-Version. Ich finde tatsächlich auch, dass die nach der Vintage-Version gekommen ist, besser ist als die Vintage-Version. Ich fand von der DNA her, das hat sich jetzt nicht so groß viel verändert, aber im Background ist irgendwas in der neuen Version, was mir besser gefällt als in der Vintage-Version tatsächlich. Schönes Teil, würzig, oldschool, warm, anschmiegsam, maskulin. Das ist dieser Duft. Bekommt ihr bei Rossmann, bekommt ihr eigentlich überall im Drogeriemarkt für 37 Euro, für 18 Euro. Kommt davon, was für eine Größe. Das einzige hier, das ist schwachsinnig hier, auch hier wieder, aber da könnt ihr mit leben. Das Ding ist absolut ein Must-Have, wenn ihr einen richtig schönen Männerduft haben wollt und der funktioniert einfach. Also das ist ein richtig schönes Ding. Genauso wie der nächste ist auch ein Oldschool-Duft. Hier, Obsession von Calvin Klein. Ja, ihr merkt, was ich hier rausgeholt habe, Alter. Ja, schönes, würziges Teil, zimtiges Teil, aber irgendwie mit einer holzigen, seifigen Frische von Calvin Klein eben. Was Calvin Klein gut macht, das ist einer mit seiner besten Dinger. Also das geht immer so unter, finde ich. Da hat Calvin, oh, richtig toll. Und ihr bekommt den für günstiges Geld, 20 Euro und ihr seid dabei. 100, das ist immer so klein, 100 ml oder 125 sogar. Und schönes Teil, 115 stand da, glaube ich, da ist irgendwas übergeklebt. Richtig nice. Ihr habt bei sowas Seifiges, ne? So eine schön alte, schöne Seife, kennt ja auch heutzutage keiner mehr. Und dann eine schöne Würzigkeit mit Zimt, bisschen geiles Teil. Obsession. Kommt auch richtig gut an. Und wenn wir schon bei Oldschool-Dinger, ich habe sie hintereinander genommen, ist der Zino David auf Lavendel. Für mich einer der besten Barbershop-Düfte. Lavendel, Tabak. Absolut nice. Oh, der Obsession hier, das ist ein seifiges Gerät. Geil. Richtig schön sauber. Und dann hier jetzt der Lavendel-Style. Wow, 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 wow. Ja, Tabak, Lavendel, holzig, maskulin, sexy. Wow, Barbershop-Feeling. Das ist Zino David auf. Auch der wird verramscht. 20 Euro, 125 ml könnt ihr ihn haben. Mit einer nicht unbedingt schlechten Haltbarkeit. Ich weiß gar nicht, was so viele da haben. Also der hält auch locker 6 bis 8 Stunden. Das ist immer verschieden bei manchen. Ich habe den sogar bei jemandem gerochen, da hält er 10 Stunden. Ich denke, was trägst du da? Hast du nachgesprüht? Nee, sagt er. Das ist geil. Aber hier riecht Obsession, ey. Heftiges Teil. Geiles Gerät. Wird auch mal, muss ich auch wieder mal mit rausgehen, wird wieder. Schönes Ding. Hier. Das sind, ihr merkt, das sind Dinge. Und jetzt kommt Job. Wow. Ja, der ist nicht ganz so alt, aber hier außer dieser immer noch schwachsinnige Deckel habt ihr auch was Würziges, ja, Weihnachtliches, Pfeffriges.
Das ist dieser Duft und der bekommt ihr für 25 Euro. Ich gehe jetzt mal ein bisschen höher, weil viele sich beschwert haben. Wo sehe ich den? Ja, den gab es im Internet runtergesetzt bis 17 Euro, 100 ml. Aber manchmal eben 25, 26, 27. Aber unter 40 Euro. Jo, wow, wenn ihr was Pfeffriges, Weihnachtliches, weihnachtlich, ja, winterliches haben wollt, dann ist Job, wow, für euch einfach best. Kann ich nichts anderes zu sagen, habe ich in der letzten Zeit ziemlich oft vorgestellt. Daher kann das so stehen bleiben. Der nächste kommt von Melson Alhambra tatsächlich mal wieder. Ja, Your Touch Amber. Ja, Your Touch Amber. Das ist süß mit ein bisschen Amber-Style. Und das ist im Endeffekt eine sehr, sehr gute Alternative zu den Stronger With You Amber. Genau, Your Touch Amber, ja. 100 ml bekommt ihr für 18 Euro schon. Was will man mehr? Da müsst ihr nicht für Stronger With You so viel Geld ausgeben, wenn ihr keinen Bock habt, weil der ist schon sehr gut am Start, muss man schon sagen. Auch die Farbe hat er. Melson Alhambra. Natürlich gibt es bessere, sage ich mal, nicht jetzt unbedingt wegen Stronger With You, meine ich nicht, aber so, sage ich mal, French Avenue, Latava macht das im Schnitt besser. Aber was mir bei Melson Alhambra aufgefallen ist, wenn ihr den wirklich stehen lässt, ich habe ja hier Düfte, ich habe so viel arabische Düfte, günstige, wenn ihr die über ein Jahr stehen lässt, ist natürlich nicht Sinn der Sache, aber wenn ihr zwischendurch was anderes benutzt, dann werdet ihr erst sehen, wie stark die werden und von der Haltbarkeit. Ja, aber Your Touch Amber kann ich euch ans Herz legen. Schönes Teil von Melson Alhambra. So, der nächste ist auch ein arabischer, und zwar Oud Karamell. Ja, Oud Karamell, und da habt ihr wirklich was Süßes, Karamell-Style von allerfeinsten. Ja, wenn ihr das mögt, holt euch das, aber dann müsst, ja, ihr müsst wirklich was Süßes, Gourmand-mäßiges mögen und wirklich Karamell, Zucker, Karamell, Zucker, Karamell, Karamell, Zucker. Das ist euer Duft. Cremig dazu ein bisschen so wie Karamellpudding. Das ist dann der Duft. Kostet auch nicht viel. Schöner Flakon, muss man schon sagen. Ist kein Plastik, ist Glas natürlich, ne? Außer der Deckel. Cooles Teil. Weil wir gerade von arabischen Düften gesprochen haben, das ist bombastisch gut, aber auch süß. Auch eine sehr gute Haltbarkeit, kann man nicht meckern. Auch der geht auf jeden Fall an die 8, 9 Stunden. So, der nächste, der ist jetzt hier, den ich jetzt hier zeige in der Größe, den gibt's nicht unter 40 Euro, nur früher gab es den. Boss Bottle, den kriegt ihr aber in einer kleineren Version auf jeden Fall unter 40 Euro. Und Boss Bottle geht immer. Ja, Apfel und Vanille in frischer, holziger Form. Boss Bottle wird immer in meiner Sammlung bleiben. Ist einfach so. Was soll ich anders sagen? Es ist ein Duft, der funktioniert. Ja, leider, vielleicht strahlt er nicht ganz so doll aus, obwohl ganz ehrlich, man riecht ihn trotzdem immer irgendwie, wenn einer den trägt. Das ist so. Und er kommt einfach immer gut an. Egal wie viel Vanille-Apfeldüfte es gibt. Das ist immer das Ding. Das ist der Shit. Und ihr wisst ja, dass ich ab und zu mal am Ende des Jahres immer eine Liste rausbringe. Das habe ich auch gemacht. Meistens ist er in den Parfümerien immer noch auf Platz 1. Hugo Boss mit Boss Bottle. Und zum guten Schluss kommt Art of Arabia 1 mit diesen ausgestanzten, ja, höchsten Gebäude aktuell noch der Welt. Ja, frisch, Teenote und Minze. Ein sehr guter, sag ich mal, Nachbau beziehungsweise sehr gute Alternative zu Imagination von Louis Vuitton. Ja, das ist Latava Art of Arabia 1. Aber wie oft haben wir den jetzt schon vorgestellt? Den kennt man. Und ja, aber das ist ein Immergeher. So, und alle sind Immergeher. Tatsächlich, im Endeffekt, wenn ihr nicht viel Geld ausgeben wollt, ist, wenn ihr auf Gourmand-Düfte steht, ist das auch ein Immergeher. Your Touch Amber, mit Amber verfeinert, diese Stronger With You DNA, wunderbar. Aber wie gesagt, das ist ja dieses Ding, der gute Alternative. Hier was Pfeffriges, Immergeher, Zino, Obsession und so, das ist alles. Und wie gesagt, wo ich immer ganz stolz drauf bin, den ich immer mal zeige, einmal im Jahr, irgendwo immer, ist einfach Aston for Man. Dieses wirklich schöne Teil. Wenn ihr wirklich den Duft vermisst, Cool Water in der alten grünen Version, zuschlagen. Wenn ihr oder wenn euch das zu teuer ist mit Green Irish Tweed, obwohl das Clint Eastwood sein Duft ist, dann dieser Duft, wirklich
bombastisch. So, das war's. Das sind die Imagear unter 40 Euro. Jedenfalls könnte ich ja sagen Teil 1, da gibt's ja noch andere, aber lassen wir es erstmal so stehen. Schreiben wir runter, wie findet ihr diese Düfte? Und dann würde ich sagen, Grüße gehen raus an alle. Und dann sehen wir uns bald wieder, Freunde. Bis zum nächsten Mal.